Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Sachrang und gehe heute von da auf die Altkaiser bzw. zum Spitzsterhaus. Das ist so die Verbindungsstrecken, wenn man von der Brünner Hütten rüber geht, über das Mehrtagestour, dass man immer eben auf Alpenvereinshütten kommt zum Übernachten. Und mal schauen, heute ist ein bisschen ein starker Wind angesagt, Nachmittag, ob ich noch einen Spitzsperr mitnehme oder ob ich eben bloß zu den Hütten aufgehe. Auf geht's! Gehen vom Parkplatz an der Kirche aus dem Ort raus. Ich möchte das Ganze heute über die Mesner Alm gehen. Das ist eine Strecke als Alternative zur Stormosalm, wo es oft einmal nach Regen sehr dreckig ist. Das schauen wir uns heute einmal miteinander an. Da geht es jetzt schon rechts für uns rein, Richtung Spitzsterhaus und Spitzstor. Auf dem Weg über die Mesner Alm sind auch mal ein paar abschüssige Stickerl dabei, wie man es da sieht. Aber wieder erwarten ist heute so trocken, obwohl die Straße nass war, es muss ein bisschen geregnet haben, dass man alles wirklich einwandfrei darauf gekommen. Und ein Stormandl habe ich auch schon wieder auf dem Weg gefunden. Wir kommen schon zur Mesner Alm, die da rechts ganz einsam herinnen steht. Mein Herz, glaube ich, der Wind, der angesagt war für heute,
Jetzt kommt er gerade. Wir sehen schon viel zum Spitzterhaus und zur Altkaiser. Da werde ich später noch vorbeischauen. Und jetzt denke ich, werde ich aber doch erst heute nochmal über den Klettersteig hinaufgehen. Da bin ich jetzt schon ganze Zeit nicht mehr umgewöhnt. An der Aueralm geht es für uns gleich links rein. Wir gehen praktisch unter der Nordostwand vom Spitztor entlang auf. Man kann da jetzt auf der Straße weitergehen und über die Tristmalen Alm hinaufgehen. Das ist ein kleiner Abkürzer. Da kommen wir ein ganz Stück über der Tristmalenalm auf den Weg, der also auch von der Straße her raufkommt. So, da kommt die Warnung. Ist natürlich im Frühjahr mehr zum Beachten. Aha. Da werden die Kletterer einmal angesprochen. Und im Frühjahr ist natürlich nach dem Frost mit dem Starschlag mehr zum Rechnen, aber ein bisschen horchen und schauen schaut auf gar keinen Fall. Und vielleicht einmal ein bisschen weniger ratschen in dem Abschnitt, dass man mitkriegt, was oben passiert. Na, jetzt weiß ich es nicht. Hat er mich überholt oder ist es ein anderer? Sturmandel findet man da herum überall. Man kann ja sehen, wie nah man da an der Wand vorbeigeht. Und dann kann man sich vorstellen, wenn da was runterfällt, da sollte man wirklich drauf gefasst sein und ein bisschen auf Steinschlag achten. Da geht es jetzt nur mal eher von der Wand weg, ein bisschen rechts rüber und wir gehen praktisch so eine ganz langgezogene Kehre dann auf, weil direkt an der Wand, da sieht man glaube ich auch schon an dem Haufen Schotter, der da liegt, das ist glaube ich der Bereich, wo schon öfter mal was von oben kommt. Und schon geht es für uns wieder links rauf. Rechts gegangen sind wir jetzt oder geradeaus ging es weiter zur Tristmalenalm runter. Die ist nicht bewirtschaftet. Das ist eine reine private Alm für die Viehwirtschaft. Und da ist auffällig wie so eine kleine Wasserreserve, an der wir da vorbeikommen. Richtung Spitztor Nordwand. Jetzt sind wir schon da am Einstieg, mehr oder weniger, wo man rechts Richtung Klausenberg weitergehen kann. Also auch wieder nach Aschau. Und für uns geht es links rauf. Und da steht auch nicht umsonst alpine Erfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Die ist an ein paar Stellen sicher notwendig. Das werdet ihr jetzt noch gleich sehen. Wir kommen schon eher. Man umkreist praktisch
den Spitzster so halb auf der erst Ostseite und geht ihm dann Richtung Nordsteig erst einmal flach hinter bis zur ersten Drahtseil gesicherten Steig. Rechts raus, wenn wir schauen, sehen wir rüber zum Feuchteck, zum Karkopf und zur Hochries. Es wird steiler und wir erreichen schon bald das erste Stückerl mit Stahlseilsicherung. So, den ersten Teil vom Klettersteig haben wir schon. Und da sieht man, geht es halt immer wieder in kurze Seillängen auf. Und dann haben wir schon bald im Ausstieg um. Die letzten Meter, das war der Spitzster Nordwandsteig. Ich hoffe, diesmal habe ich noch ein bisschen ausführlicher eingefangen, wie das letzte Mal, wo ich herum war. Und da rausgekommen ist immer wieder irre schön, wenn man genau auf den Kaiser reinschaut. Und jetzt geht es da noch ein kleines bisschen rechts rüber zum Gipfelkreuz und zur Kapelle.
soll ich wieder runter vom Spitztal. Ich werde jetzt ab noch einkehren. Es ist heute ein total warmer Wind, ein richtiger Föhnwind, und der soll jetzt am Nachmittag drehen. Also wird es wahrscheinlich frischer werden. Ich bin richtig froh, dass es heute noch so schön durchgehalten hat. Ganz allein war ich im Steig und jetzt gerade am Gipfel sind mir zwei entgegengekommen, die eben vom Spitztalhaus heraufgegangen sind. Also total einsamer Tag heute. Da ist beim Runtergehen heute auch alles in Ordnung. Bloß stellt euch drauf ein, wenn der Weg nass ist, dann ist das da auch kein Vergnügen. So, jetzt sind wir gleich unten an der Altkaiser und ja, nur unwesentlich weiter unten, eigentlich genau ein Kehr, das Spitztalhaus, da wo man auch schon aufs Dach runter sieht. Da werde ich jetzt schneikehren. Ja, ich gehe gerade wieder weg von der Altkaiser, nach einer kurzen Einkehr. Und jetzt gehe ich wieder runter über die Stormosalm und werde es aber dann wieder so aufnehmen, als wenn man rauf geht. Ja, für alle, die sich jetzt entschieden haben, dass die normale Varianten über die Stormosalm zum Spitztalhaus raufgehen wollen, geht es jetzt da gleich im Ort rechts, da drehe ich mir die Kamera um. Den Weg zeige ich euch, weil er weiter oben schon Erosionsschäden aufweist. Wir gehen gerade aus dem Ort raus. Dann geht es für uns, schauen wir in der Forststraße rein, ein Stückerl, und dann geht schon bald der Steig los, mit dem wir nach Mitterleiten abkürzen. Ja, jetzt kommen wir da rauf. Und da muss man schon gleich vor alles Angst haben. Vor dem Hund, vor Bienen, weil es ein Privatweg ist, aber da wollen wir eh nicht rauf. Da ist schon geschrieben. Wir gehen also nicht da unten an dem Bachel entlang, sondern wir gehen dann auf. Ja, jetzt meine ich, geht es zwei großzügige Kehren über die Wiesen rauf. Dann können wir schon nach Mitterleiten. Dann haben wir uns das Teerstraßenstückel gespart, wo man da oben die Leitplanken schon sieht. Ja, wir kommen nach Mitterleiten und fast am Ende von der Ortschaft geht es für uns links. Also eigentlich gleich nach dem Haus, das man da links sieht. Und dann queren wir eine Wiesen, wo wir alle wieder zu dem Hofen aufsehen. Lasst euch nicht täuschen, jetzt geht es ein bisschen bergab. Das sind aber nur ein paar Meter. Dann geht es wieder bergauf. So, jetzt haben wir das sonnige Stück bald hinter uns, jetzt wird es dann ein bisschen schattiger. Da geht es noch eine Zeit lang im Wald rauf. Wir kommen wieder mal zu einem Schüttel und sehen, wir müssen rechts gehen, Richtung Spitztalhaus und Spitztal. Kurz danach gehen wir nicht gerade weiter. Wir sehen sogar kurz einmal ein bisschen raus und gehen dann aber links weiter.
So, wir kommen zu der Wiesen unterhalb der Stormosalm. Ich werde noch ein paar Mal drauf eingehen und euch ein paar Stellen zeigen. Da entscheidet man jetzt am besten, ob man da aufgeht, was natürlich Erosion fördert. Es wird austreten und der Regen macht dann den Rest. Mir hat ja wirklich der Bauer mal darum gebeten, kannst du das dazu sagen? Ich sage, ja, das kann ich. Weil ich finde selber, dass ein Waldboden bekannterweise ein bisschen mehr saugt. Und wenn man in flache Kehren rauf geht und nicht wieder geradeaus, dann macht man da herin, so vielleicht 20 Meter innerhalb von dem Wiesenhang, weniger kaputt, wenn man da die Kehren rauf geht. Könnt ihr euch einmal überlegen, weil ich glaube, die Wurzeln bremsen das Wasser besser aus und da macht man sicher nicht so viel Schäden an einer Wiesen, die einfach wegwaschen wird. Ja, man sieht schon, dass da viel Leute raufgehen, immer wieder auf derselben Stelle. Heute ist es total trocken, aber bei jedem ist es nass, dann wird es da immer schlimmer. Wir kommen schon zur Stormosalm rauf. Wir sehen schon auf zum Spitzstauhaus und auf der anderen Seite von der schönen Fichten sehen wir rauf zur Altkaiser. Da sind jetzt schon ein Haufen Leute unterwegs. So, wir erreichen schon ein Spitzstauhaus. Und knapp oberhalb ist die Altkaiser. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.